damit ihr endlich Ruhe gebt. Das ist Andrea, meine neue Freundin. Ah, hallo. Fröhliche Weihnachten. Millie war durcheinander. Sicher hat sie dich falsch verstanden. Nee. Ich wollte ihr helfen und hab ihr wehgetan. So wie ich alle vor den Kopf gestoßen habe. Meine Frau ist zurzeit nicht zu sprechen. Dann kläre ich die Sache eben mit Ihnen. Mein Rutherford ist eine billige Kopie. Das ist bedauerlich. Ihre Frau hat, ich weiß nicht wie, die Bilder vertauscht. Und sowas mag ich ganz und gar nicht. Uli, der Typ grapscht deine Freundin an. Findest du das okay? Ist das vielleicht Ihr Freund und er weiß noch nichts davon? Nick, ich muss dir was sagen. Ihr habt eine heimliche Affäre. Andrea ist nicht meine Freundin. Ja, noch nicht. Nein, du hast es falsch verstanden. Zwischen uns läuft überhaupt nichts. Sie arbeitet hier und mir nicht. Und wieso stellst du sie mir dann als deine neue Freundin vor? Mann, weil ich keinen Bock mehr auf deine Fragen hatte. Warum hast du dich von Millie getrennt und das alles? Mann, du löcherst mich jeden Tag damit. Und deshalb veranstaltest du hier so ein Theater? Ich wollte mich nicht mehr vor dir rechtfertigen. Ja, aber daran bist du selber schuld. Kein Mensch versteht, weshalb du mit Millie Schluss gemacht hast. Und jetzt auch noch diese Nummer mit der angeblichen Freundin. Du hast sie nicht mehr alle. Mann, ich weiß auch selbst, dass das blöd war. Vergiss es, Uli. Ich hab keinen Bock mehr, mich länger von dir verarschen zu lassen. Was soll das heißen? Sie müssen mit Konsequenzen rechnen. Ja, und? Ich möchte das mit Ihrer Frau besprechen. Das können Sie genauso gut auch mit mir. Ich bin über alles unterrichtet. Ah ja? Meine Frau hat für Sie einen Rutherford gefälscht und Ihnen das Original verkauft. Das laut Zeitungsbericht jedoch weiterhin in Ihrer Galerie hängt. Da gehört das Original meiner Meinung nach auch hin. Hören Sie, ich habe viel Geld bezahlt für das Bild. Und ich werde diesen Betrug nicht weiter hinnehmen. Sie reden von Betrug? Der echte Rutherford gehört meiner Familie. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ihre Frau ist doch wohl in mein Haus eingebrochen. Ein Umstand, für den sich auch die Polizei interessieren wird. Das ist doch eine reine Behauptung. Das sagen Sie. Wir können es gerne auf einen Beweis ankommen lassen. Den haben Sie doch gar nicht. Es gibt immer Möglichkeiten, sich Recht zu verschaffen. Wie auch immer. Ich werde das mit meiner Frau diskutieren. Ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können. Wann? Sobald ich mit meiner Frau gesprochen habe, rufe ich Sie an. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich warte nicht gerne. Ich melde mich bei Ihnen. Das hoffe ich. Für Sie. Und auch für Ihre Frau. Setze 3 Runden aus oder zahle 100.000 Mark Kaution. Das war's dann wohl. Ja, tut mir leid. Ich könnte dir das Geld natürlich leihen. Nee, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Du hast doch gepfuscht. Ich gepfuscht. Willst du auch noch was trinken? Nee, danke. Eigentlich haben wir es doch richtig gemütlich miteinander. Ist mal was ganz anderes als immer so im großen Kreis. Ja, vor allem auf das gemeinsame Singen kann ich gut verzichten. Das fand ich immer schön. Ja, ich doch auch. Tut mir leid. Was Arno und Steffi jetzt wohl machen. Ich habe in letzter Zeit so oft an sie gedacht. Darüber solltest du dir wirklich keine Gedanken machen. Ja, wieso nicht? Immerhin waren wir meine Familie. Steffi ist meine Tochter. Hast du vergessen, wie oft ihr euch gestritten habt? Ständig hat es gekracht. Vor allem, als du zu Nina gezogen bist. Noch eine kaputte Beziehung. Bitte hör auf, darüber nachzugrübeln, was alles schiefgelaufen ist.
Zu Weihnachten denkt man eben mal an das eine oder andere. Was hältst du von einer Revanche? Gute Idee. Aber diesmal nehme ich die Bank. Na gut. Ist ziemlich in die Hose gegangen, die Aktion. Tja, das kann man wohl sagen. Tut mir echt leid. Ich konnte nicht ahnen, dass Sven mich ausgerechnet heute abholen kommt. Ich dachte, er feiert bei seinen Eltern. Das ist schon okay. Das war eine schwachsinnige Idee. Trotzdem danke. Ciao. Na? Ist die Komödie zu Ende? Ja, und es ist alles total schief gegangen. Ihr Freund ist plötzlich aufgetaucht. Das habe ich gesehen. Und er hat sich über eure angebliche Beziehung mit Sicherheit genauso gewundert wie ich. Mann, ich weiß, ich hätte dir vorher Bescheid sagen müssen. Ja, das wäre sehr nett gewesen. Das war eine dumme Situation für dich. Das ist mir klar. Ich wollte, dass Nick endlich aufhört, mich auszufragen. Und stattdessen kam Andreas Freund vorbei und hat dem ganzen Theater ein Ende gemacht. Ja, so ungefähr. Dann weiß doch Nick endlich, was Sache ist. Wie meinst du das? Du hast mir doch gerade erzählt, dass Nick über uns beide im Bilde ist. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Nick weiß, dass Andrea doch nicht meine Freundin ist. Und Nick hat sich nicht gewundert, dass die ihm so eine alberne Story auftischt? Doch schon. Ja, aber Er ist einfach abgehauen. du hast deinem Bruder also wieder nicht erzählt, dass zwischen uns beiden was ist. Er war plötzlich so schnell weg, ich hatte überhaupt nicht mehr die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Olli, hör doch bitte auf, dich andauernd rauszureden. Das war ein herrlicher Tag. Gut, dass wir nach draußen gegangen sind. Hm? Wir machen am ersten Feiertag immer einen Spaziergang. Alte Familientradition. Es war übrigens sehr schön gestern Abend. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass wir zusammen gefeiert haben. Ihr seid jetzt so richtig in die Familie aufgenommen. Oh, eine große Ehre. Ich bin froh, dass ich euch beide habe und dass ihr hier seid. Danke, das geht mir ebenso. Und, Isabel, was haben Sie sich für das kommende Jahr vorgenommen? Gute Frage. Ich das selbst nur so genau wüsste. Ich hätte mir das nie träumen lassen, dass ich hier mal so stehen würde, als Gräfin von Anstetten. Und ich mache mir immer noch Vorwürfe, dass ich damals so sehr gegen eure Heirat war. Ach, das war doch ganz allein meine Schuld. Dass ich eure Gemälde kopiert habe, um die Originale zu verkaufen. Ich schäme mich noch heute dafür. Aber das hast du doch für deine Schwester getan. Aber es bleibt Diebstahl. Menschen können sich ändern. Ich bin sicher, heute würdest du so etwas nicht mehr tun. Trotzdem. Caroline, das gehört der Vergangenheit an. Tja, und der Zeitungsartikel? Hoffentlich wird die ganze Geschichte dadurch nicht wieder aufgewühlt. Was soll denn passieren? Die Gemälde hängen oben in der Galerie wohlbehalten im Original. Du kennst doch Presseleute. Wenn die eine Spur wittern, dann suchen sie so lange, bis sie etwas Belastendes gefunden haben. Also gut, wenn es dich beruhigt. Ich rufe noch heute den Herausgeber der Zeitung an. Du kennst ihn? Ja, ich bin mit ihm aufs Internat gegangen. Er soll sofort die Gegendarstellung veröffentlichen. Das würdest du tun? Selbstverständlich. Danke. Frisch gemixter Orange-Maracuja-Saft. Probier mal. Lecker. Der Mixer war eine super Idee von dir. Nochmal vielen Dank. Wir können ja über die Feiertage noch ein paar andere Cocktails probieren. Oh ja. Nina hat doch auch immer so gern Cocktails gemixt. Sie fehlt dir immer noch sehr, nicht wahr? Ja, ich denke oft an sie. Aber was jammer ich hier rum? Du hast ja genug eigene Probleme mit Uli. Was macht der eigentlich zu Weihnachten? Woher soll ich das denn wissen, Mama? Wir sind nicht mehr zusammen, das weißt du doch. Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen. Wo willst du denn hin? Ich gehe ein bisschen an die frische Luft. Du kannst ruhig weiter frühstücken, ich bin gleich wieder da. Nee, ich komm mit. Ein bisschen Bewegung kann mir noch gut tun. Olli, jetzt mal im Ernst. Welchen vernünftigen Grund gibt es, weiter mit Nick versteckt zu spielen? Nick würde nicht verstehen, was zwischen uns ist. Woher willst du denn das wissen? Glaubst du, er lacht dich aus? Nein, das nicht. Bisher gab es nicht die Gelegenheit.
Morgen. Morgen, Nick. Hi. Ich gehe da mal duschen. Vielleicht ist das ja jetzt die Gelegenheit. Was? Nichts. Croissants? Nein, danke. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Lass mich in Ruhe. Hey, ich versuche mich bei dir zu entschuldigen. Du machst mich gleich blöd an. Was erwartest du nach der Nummer gestern? Nichts. Aber du musst auch nicht den Beleidigten spielen. Wir waren immer offen zueinander, aber das hat sich anscheinend geändert. Also. Hättest du mich in Ruhe gelassen, dann wäre das alles nicht passiert. Uli, ich bin dein Bruder. Deshalb musst du mich aber nicht immer mit den gleichen Fragen löchern. Mir ist nun mal bis heute nicht klar, weshalb du mit Millie Schluss gemacht hast. Siehst du, genau das meine ich. Das ist meine Sache. Aber du lässt einfach nicht locker, dann muss ich doch lügen. Keine Angst. Ich werde dich in Zukunft nicht mehr belästigen. Na, das scheint ja ein sehr erfolgreiches Gespräch gewesen zu sein. Komm, lass mich. Und jetzt ein schöner heißer Tee. Gute Idee. Aber vorher muss ich noch Henning anrufen. Grüß ihn von mir. Ja. Dankeschön. Kommen Sie nicht noch kurz mit rein? Nein, das ist lieb, aber ich habe noch zu tun. Meine Jahresabrechnung. Außerdem muss ich später noch ins Bistro. Ein Glück, dass ich kein Restaurant habe. Ja, sei mal froh. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis gleich. Bestell Henning schöne Grüße von mir. Mach ich. Oh, ich glaube, da hat jemand angerufen. Hallo, hier ist Henning. Caroline, ruf mich bitte unbedingt zurück. Es ist dringend. Ich lasse das Handy an. Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Ruf doch gleich mal an. Meinst du, es hat etwas mit der Lawinengefahr zu tun? Hoffentlich nicht. Keine Funkverbindung. Warte mal. Das ist die Hotelnummer. Da müsste eigentlich jemand rangehen. Besetzt. Ah, noch immer besetzt. Und was nun? Mach dir keine Sorgen. Wir versuchen es später noch mal. Ja, bitte? Herr von Anstetten, Ja? es tut mir leid, aber im Moment sind alle Telefonverbindungen wegen einer Lawine unterbrochen. Aber mein Handy funktioniert auch nicht. Ja, leider sind alle Funkverbindungen im Moment einfach zu schwach. Ich habe wichtige Telefonate zu führen. Wir machen selbstverständlich alles, damit der Schaden so schnell wie möglich wieder behoben ist. Das sollte man von einem First-Class-Hotel auch erwarten können. Ich sage Ihnen dann sofort Bescheid, sobald die Verbindung wieder funktioniert. Gut, machen Sie das. Auf Wiedersehen. Es macht doch wirklich keinen Sinn, wenn du Uli so verdrängst. Ich verdränge überhaupt nichts. Ich will nur nicht ständig darüber reden. Ist ja schon gut, ich sag ja nichts mehr. Ich möchte nur, dass du auch Uli verstehst. Danke, ich habe mir genug Gedanken über ihn gemacht. Was bist denn so gereizt? Mich nervt es so dermaßen, dass du ihn ständig verteidigst. Dabei hat er sich echt mies benommen. Wenn das so angekommen ist bei dir, dann tut mir das leid, das war nicht meine Absicht. Du versuchst immer nur Uli zu verstehen. Was mit mir ist, interessiert dich überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich liegst du mir mehr am Herzen als Uli. Ja, aber du warst mal in der gleichen Situation wie er, als du Arno verlassen und dich für Nina entschieden hast. Guck mal, wir haben heute offen. Sollen wir uns Kuchen für heute Nachmittag mitnehmen? Können wir machen, wenn du willst. Hallo. Hi, Nina. Fröhliche Weihnachten. Und? Hattet ihr ein schönes Fest? Und du? Danke. Ja, ich muss jetzt sowieso weiter. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Tschüss. Danke, tschüss. Ja. Bist du bald fertig? Was willst du? Du warst doch schon im Bad. Ich muss mich noch rasieren. Das kannst du genauso gut, wenn ich hier fertig bin. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Ich habe nicht ewig Zeit. Ihr geht mir alle auf die Nerven. Nick und du.
Das liegt nur daran, dass du Nick immer noch kein reinen Wein eingeschenkt hast. Mit dem kann man nicht vernünftig reden. Der rastet sofort aus. Das hast du doch heute Morgen gesehen. Auch, Olli, das ist eine doofe Ausrede von dir. Weiter nicht. Nick wird nie kapieren, dass wir... Du und ich... Olli, ich kenne Nick auch schon eine ganze Weile. Ich glaube kaum, dass er so intolerant ist. Tom, du wiederholst dich. Ich kenne Nick auch nicht erst seit gestern. Mir gegenüber hat er sich immer total korrekt verhalten. Das ist doch was völlig anderes. Wann kapierst du das endlich? Ich hatte bisher nur was mit Frauen. Irgendwann erfährt er sowieso. Ja, aber wann genau, das ist immer noch meine Entscheidung, okay? Mach dir keine Gedanken, Erika. Ich finde es schön, dass du spontan vorbeigekommen bist. Ich weiß auch nicht. Zu Hause fällt mir irgendwie die Decke auf den Kopf. Na, das kann ich mir vorstellen. Wo ist denn Millie? Millie? Die ist bei einer Freundin. Wir haben zwar heute Morgen einen schönen Spaziergang gemacht, aber... Ja, das ist sicher alles nicht ganz leicht. Gerade über die Feiertage. Vor allem Nina fehlt mir. Wir haben sie vorhin zufällig auf der Straße getroffen. Und? War nicht weiter tragisch. Gott sei Dank war Millie bei mir. Ich wüsste nicht, was ich im Moment ohne sie täte. Sei froh, dass du deine Tochter hast. Aber sie hat selbst gerade eine Trennung hinter sich. Eigentlich sollte ich für sie da sein. Ach, das wusste ich gar nicht, dass Millie und Uli nicht mehr zusammen sind. Es tut mir aber leid. Naja, umso mehr müsst ihr jetzt füreinander da sein. Verbier. Da will ich hin. Oh, guck mal, das sieht auch toll aus. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das musst du auch nicht. Ja, war eine tolle Idee, mir ein Snowboard zu schenken. Wusste ich doch, dass es dir gefällt. Jetzt, wo du gesund bist und alles ausprobieren kannst. Oh, hast du Henning erreicht? Leider nicht, aber ich habe herausbekommen, was mit dem Telefon ist. Eine Lawine hat die Verteiler sowohl vom Funk als auch vom Festnetz lahmgelegt. Also doch. Du hast dir schon sowas gedacht, hm? Ja. Weißt du etwas über die Auswirkungen? Gibt es Verletzte? Der Ort selbst ist nicht betroffen. Gott sei Dank. Aber Henning und Mark werden wohl noch eine ganze Weile dort bleiben müssen. Gibt es keine Möglichkeiten, sie zu erreichen? Ich fürchte nein. Tja, dann heißt es wohl abwarten und Tee trinken. Ja. Ja, mich hätte es auch fast umgehauen, als Erika plötzlich vor mir stand. Ich dachte, das macht ja gar nichts mehr aus. Du bist witzig. Natürlich stecke ich das nicht einfach so weg, wenn ich sie sehe. Du glaubst gar nicht, wie schlecht sie drauf ist. Ständig erzählt sie mir, was sie alles falsch gemacht hat. Und wie schön das doch war mit euch beiden. Naja, alles war nun auch nicht schön. Wahrscheinlich bist du auch nicht gerade die richtige Adresse für mein Gejammer. Vor allem, weil es nicht dein Gejammer ist, sondern das von Erika. Sie tut mir eben leid. Du kannst dir sowieso nicht helfen. Außerdem hast du schon genug mit dir selbst zu tun. Fang du jetzt bitte nicht auch noch von Uli an. Keine Sorge. Aber gerade deshalb brauchst du jemanden, der dich aufmuntert. Der dich nicht voll heult. Das ist ja Horror. Toll ist die Stimmung wirklich nicht. Kein Wunder. Wohin musste ich sie sogar anschwimmen und sagen, ich sei bei einer Freundin, damit ich mal wegkomme? Was? Du denkst dir Geschichten aus, um mal allein zu sein? Du hast sie doch nicht alle. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann meine Mutter doch nicht einfach so alleine lassen. Ja, aber mit deiner Aufopferung ist doch auch niemandem geholfen. Weder dir noch Erika. Wenn zwei Ertrinkende sich aneinander klammern, ist der einzige Effekt, dass beide untergehen. Weißt du noch? Da haben wir auch gestanden. Ja, das war schön. Absolute Ruhe, kein Stress. Ich wäre jetzt so gern dort. Hast du auch Bock auf eine Pizza? Klar, warum nicht? Hi. Ich habe was beim Kiosk eingekauft. Sag mal, wir hatten den Käse aufgegessen. Aber ich habe neuen mitgebracht. Ich dachte mir, vielleicht können wir mal wieder eine Pizza machen. Nee, nicht schon wieder Pizza. Gehen wir zum Spanier? Ich bin dabei. Ich stehe sowieso nicht so auf Spanisch. Wer weiß, wie lange die beiden noch in der Schweiz festsitzen. Bis Silvester ist Henning bestimmt zurück. Ja, das sagst du. Wenn ich bloß wüsste, warum er mich so dringend sprechen wollte.
er denn gar nichts angedeutet? Nein, leider nicht. Oh, vielleicht ist er das ja. Von Anstetten? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Kein Kommentar. Schon wieder einer von diesen Journalisten. Reg dich nicht auf. Ja, aber nicht mal an Weihnachten lassen Sie einen in Ruhe. Diese Anrufe werden bald aufhören. Schön wär's. Die Gegendarstellung erfolgt in der nächsten Ausgabe. So schnell. Tja, das wundert mich aber auch. Man muss nur die richtigen Beziehungen haben. Danke, Christoph. Na, wie war's bei deiner Freundin? Ganz nett. Wo habt ihr euch denn getroffen? Im No Limits? Nee, in einer anderen Kneipe. Kennst du nicht. Dass deine Freundin über Weihnachten nicht bei ihren Eltern ist? Wundert mich. Woher kennt ihr euch denn? Aus der Schule? Mhm. Mit Gabriela machst du gar nichts mehr, hm? Wieso? Du hast mir doch selber erzählt, dass ihr euch nicht mehr so gut versteht. Worum ging's denn bei eurem Streit nochmal? Mama, bitte. Ich soll dir schöne Grüße von Charlie Schneider sagen. Du warst im Bistro? Mhm. Ich bin da kurz vorbeigegangen. Ehrlich gesagt habe ich es hier alleine nicht ausgehalten. Ich muss die ganze Zeit an Nina denken. Es tut mir alles so leid. Ach, ich wünschte, ich hätte mich nicht mehr mit Arno eingelassen. Es bringt doch auch nichts, wenn du dir ständig Vorwürfe darüber machst. Davon kommt Nina auch nicht wieder zurück. Entschuldige, du hast ja recht. Ich verstehe ja, dass du traurig bist. Aber das ständige Reden darüber, das bringt doch nichts. Ich dachte nur, weil wir beiden in einer ähnlichen Situation sind. Also, das ist doch wirklich... Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie Ihren Wagen vielleicht... Gräfin Caroline von Anstetten. Kennen wir uns? Bedauerlicherweise nicht persönlich. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ludwig von Bernsee. Was kann ich für Sie tun? Ich habe es eilig. Sie erinnern sich an unser kleines Geschäft? Sicher? Sie waren damals so freundlich, einen Rutherford für mich zu kopieren. Aber irgendwie hat es da ein kleines Missverständnis gegeben. Ja? Ich wollte natürlich nicht die Kopie, sondern das Original. Aber aus irgendwelchen Gründen hängt jetzt bei mir die Fälschung. Können Sie mir das erklären? Was wollen Sie von mir? Das, wofür ich bezahlt habe. Einen echten Rutherford.